Im 21. Jahrhundert haben die meisten Menschen WhatsApp. WhatsApp verbindet die Welt. In Sekunden können wir Texte, Bilder, Videos, Sprachnachrichten und vieles mehr auf die andere Seite der Welt schicken. Hi, Servus, herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und in diesem Video dreht sich alles um den Status im WhatsApp Messenger. WhatsApp ist die bekannteste Kommunikations-App, die es zurzeit gibt, aber auch die, wo in letzter Zeit am meisten im Gespräch ist. Du erinnerst dich bestimmt an den 4. Oktober, wo unter anderem WhatsApp down war. Nichts bimmelte mehr, eine Wohltat. Nein, Spaß beiseite. Ich bin schon froh, dass es sowas gibt. Wie gesagt, die Welt rückt damit näher zusammen. Wir leben in einer Zeit, wo wir gerne zeigen, wie gut es uns geht oder was wir essen. Das tun wir auf Facebook, Insta und so weiter. Ich persönlich mache das aber am liebsten auf WhatsApp. Das ist ein engerer Kreis. Und so geht's. Du öffnest WhatsApp, dann siehst du oben Chats, Status und Anrufe. Du gehst auf Status. Das musst du dir wie ein Menü vorstellen, weil hier kannst du alles machen, was mit Status was zu tun hat. Status ansehen. Ganz oben siehst du Mein Status, also dein Bild oder was du in den Status gesetzt hast. Unterhalb von dem Bild siehst du ein Symbol, was wie ein Auge ausschaut. Da musst du draufklicken oder hochziehen. Dann steht oben gesehen von der Anzahl deiner Kontakte, die es gesehen haben. Ja, und dann kannst du auch sehen, wer von deinen Kontakten es gesehen hat und wann. Wieder zurück im Hauptmenü kannst du auch auf Mein Status rechts auf die 3 Punkte klicken. Hier werden dir die Aufrufe nochmal angezeigt und wann du den einzelnen Status versendet hast. Hast du aus Versehen einen Status gesendet und willst das Bild wieder löschen, kannst du das hier unter Löschen machen. Dann kannst du es noch an Facebook senden, teilen und weiterleiten. Dann kommt die Spalte Neue Meldungen. Hier siehst du das Profilbild und Name von deinem Kontakt, die aktuell einen Status gepostet haben und unterhalb die Uhrzeit. Um das Profilbild ist ein Kreis, der dir mit den Unterteilungen anzeigt, wie viele Statusse die Person hat. Klickst du jetzt auf einen Kontakt, öffnet sich der Status von dem und oben läuft ein Balken mit der Zeit von 5 Sekunden. Wenn du nun ein Bild länger anschauen willst, drückst du mit dem Finger auf das Bild und kannst so die Zeit anhalten oder in das Bild reinzoomen, indem du noch einen Finger benutzt und das Bild auseinanderziehst. Du kannst auch auf jedes Bild antworten, indem du unten auf Antworten tippst oder hochschiebst. Klickst du oben rechts auf die 3 Punkte, kannst du den Kontakt stumm schalten oder den Kontakt ansehen. Die Spalte Angesehene Meldungen, ja, die zeigt dir einfach an, was du schon gesehen hast. Einen Status aufgeben. Du gehst wieder unter Status bzw. bleibst da. Unten rechts sind 2 Symbole, Bleistifte und Kamera. Auf dem Bleistift kannst du nun einen Text eingeben. Hallo. Auf dem T kannst du die Schriftart verändern, indem du öfters drauf drückst, und auf der Farbpalette, da veränderst du die Hintergrundfarbe auch durch mehrmaliges Drauftippen. Auf dem Smiley kannst du verschiedene Emojis einfügen, auch kannst du GIFs posten. Du kannst diese aber nicht mit dem Text kombinieren, also entweder einen Text schreiben und abschicken in den Status und dahinter gleich das GIF hinterher schicken. Abschicken tust du das Ganze auch mit dem Pfeil wie gewohnt. Gehst du nun auf die Kamera, kannst du ein Bild knipsen mit dem Symbol Kamera mit 2 Pfeilen. Unten rechts kannst du zwischen Front- und Rückkamera wählen. Auch kannst du links den Blitz ein- und ausschalten. Kurz darauf tippen auf die Aufnahmetaste, also den Kreis, und schon ist das Bild fertig. Wenn du willst, kannst du nun oben mit den verschiedenen Symbolen das Bild verändern und verschönern. Mit dem ersten Symbol kannst du das Bild zuschneiden und drehen. Mit dem
Smiley-Symbol kannst du Sticker und Emojis einfügen. Natürlich kannst du diese auch vergrößern, verkleinern und drehen. Mit dem T für Text einfügen, den du farblich verändern kannst. Größen kannst du auch hier verändern. Wenn du hier auf dem Display hin und her schiebst, dann erscheint ein Fadenkreuz. Rot bedeutet außerhalb der Mitte, grün heißt mittig. So kannst du den Text genau in die Mitte von dem Bild platzieren. Mit dem Bleistift kannst du einen Pfeil auf das Bild malen oder was einkreisen. Dann ist dir sicherlich aufgefallen, dass ein Retourhaken aufgetaucht ist. Ganz links, diesen kannst du drücken, um den letzten Schritt zu löschen, beziehungsweise durch öfteren Drücken die letzten Schritte. Die Ebene ist auch ganz wichtig, das heißt, fügst du ein Emoji ein und willst, dass der Text auf dem Emoji liegt, musst du zuerst das Emoji einfügen und dann den Text. Unterhalb siehst du noch einen Button Filter. Wenn du da drauf drückst bzw. hochschiebst, kannst du verschiedene Filter auswählen für das ganze Bild. Für Videos muss die Aufnahmetaste gehalten werden und du kannst dann eine Videobotschaft von 30 Sekunden aufnehmen. Zum Bearbeiten hast du dann oben die gleichen Möglichkeiten wie beim Foto, nur dass du unten noch den Film zuschneiden kannst. Auch ganz cool finde ich die Option, hier ein GIF zu erstellen. Ein GIF ist ein ganz kurzes Video von maximal 6 Sekunden, das sich immer und immer wieder wiederholt. Also die Punkte quasi zusammenschieben und den Ausschnitt auswählen, den du haben willst. Und darauf achten, dass er nicht länger als 6 Sekunden ist. Und voilà, das GIF ist fertig. Auch werden dir unten eine Leiste mit den letzten Bildern angezeigt, die du dann posten kannst. Schiebst du die Leiste nach oben, öffnet sich deine ganze Galerie und du kannst ein beliebiges Bild einfügen. Einen Text darunter schreiben kannst du auch. Und schon können es alle deine Kontakte 24 Stunden lang sehen, die du gespeichert hast auf deinem Smartphone und die natürlich WhatsApp benutzen. Aber, es ist ein gutes Aber. Sicherlich denkst du dir, naja, der zeigt auch nie was in seinem Status oder naja, die braucht das nicht sehen, mit der bin ich nicht so eng. Du hast hier die Möglichkeit zu wählen, wer deinen Status sehen darf und wer nicht. Kleine Info, den Kontakt, den du blockierst, dem seinen Status kannst du trotzdem selber noch sehen. Dafür gehst du auch hier wieder auf Status, oben rechts auf die 3 Punkte und dann ganz oben auf Status Datenschutz. Du kannst 3 Optionen auswählen. Mein Kontakte, da können es deine ganzen Kontakte sehen. Meine Kontakte außer, hier kannst du dann die Kontakte wählen, die es nicht sehen sollen, die bekommen dann einen roten Haken. Und wenn du nur teilen mit, ja, da teilst du dann nur mit denen, wo du den Haken setzt und die bekommen dann einen grünen Haken. Je nachdem, wenn du mit wenigen deiner Kontakten teilen willst, wählst du nur Teilen mit und wenn du nur ein paar von deinen Kontakten nicht teilhaben lassen willst, wählst du meine Kontakte außer. So einfach ist das. So, das war's dann. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Daumen oder Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf und wenn du willst, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, ade und ciao, ciao.